Hi Leute, herzlich willkommen zu dem neuen Video hier bei The Wrist Guy und einen wunderschönen Mittwoch wünsche ich euch. Heute möchte ich mit euch über diese schöne Uhr hier sprechen. Das ist eine Tudor Black Bay 58 in 39 mm in der neuen blauen Farbe und wieso ich mich gehörig geirrt habe. Zu Tudor als Marke, wie jetzt wahrscheinlich die meisten von euch schon wissen, ist Tudor die Schwestermarke von Rolex. Die wurde gegründet in den 20ern, direkt von dem Rolex-Gründer Hans Wilsdorf mit dem Ziel, eine Art leistbare Uhr für jedermann zu bauen. Eine Art leistbare Alternative zur begehrenswerten Rolex zu entwickeln und das sollte eben Tudor werden. Ich finde es extrem faszinierend, wie damals das Hans Wilsdorf gemacht hat. Anstatt irgendwie eine abgespeckte Variante von Rolex zu machen oder irgendwie was ganz anderes zu machen, hat Hans Wilsdorf damals eigentlich mit Tudor fast dieselbe Uhr hergestellt, wie Rolex es tat. Mit dem einzigen Unterschied, dass da halt Tudor drauf stand und dass das halt ein anderes Werk hatte. Das war's. Am Anfang hat Tudor Rolex Kronen verwendet, Rolex Bänder verwendet, Rolex Gehäuse und Gehäusedeckel verwendet, Rolex Blätter verwendet. Alles von Rolex im Prinzip verwendet. Nur es stand Tudor drauf und es hatte ein anderes Werk. Finde ich sehr beeindruckend. Und mit der Zeit ist Tudor aber leider immer so ein bisschen vom Weg abgekommen. Die haben dann ein bisschen so komische Modelle rausgebracht und haben dann so ein bisschen an Relevanz verloren. Bis sie aber, ich meine es war 2012, mit der Black Bay eine Art Neuerfindung ihrer selbst hatten. Und damit haben sie etwas geschafft, was ich so gerne, eigentlich wer bin ich, aber predige, wie man eine Marke richtig revive, weil Tudor hat das bilderbuchmäßig hinbekommen. Die haben ein altes Design genommen, wofür die eigentlich mehr oder weniger ikonisch waren, nämlich die Taucheruhr mit dem Snowflake-Zeiger. Sie haben es nicht wieder Submariner genannt, sondern haben jetzt einen neuen Namen gegeben und das war eben die Black Bay. Und diese Black Bay hat 2012 alles gemacht, was die Leute eigentlich von Tudor wollten und schon immer erwartet haben, ohne aber irgendwie den älteren Bruder oder der älteren Schwester Rolex irgendwie das Prestige zu klauen. Die haben ein bewährtes Design genommen, haben es ein bisschen größer gemacht, ein bisschen dicker gemacht, ein bisschen mehr, eigentlich Verspieltheit reingebracht mit den verschiedenen Farben und waren mega erfolgreich. Die Black Bay ist bis heute eine der erfolgreichsten Uhren von Tudor oder wahrscheinlich die modernste Uhr und die momentan beliebteste Uhr. Nur die reguläre Black Bay hatte ein Problem. Sie war einfach viel zu groß. Für viele zumindest. Für viele nicht, aber für viele schon. Denn sie war relativ dick und sie war 41 mm im Durchmesser. Für mich persönlich einfach zu groß. Und Tudor hat dann etwas gemacht, was halt viele Leute einfach gefeiert haben. Sie haben die sogenannte Black Bay 58 rausgebracht. Die heißt nicht 58, weil sie 58 mm im Durchmesser hat, sondern die Uhr hat nämlich sehr schöne 39 mm im Durchmesser und heißt 58, weil sie der damaligen Uhr aus 1958 so ein bisschen nachempfunden ist oder einfach so eine Art Vintage-Hommage an die früheren Zeiten ist. Und nicht nur, dass die Uhr kleiner geworden ist, sie ist auch spürbar dünner geworden. Und die Black Bay 58 ist eine der wenigen Uhren von Tudor, die aktuell über Liste gehandelt werden, weil die Uhr so beliebt ist und wirklich gehypt wurde, die und die Black Bay GMT, dass die nicht so einfach zu kriegen ist und teilweise eben Wartezeiten bei Konzessionären aufruft. Und da hat Tudor 2020 eine neue Uhr rausgebracht und dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, das seht ihr, wenn ihr oben aufs i klickt, nämlich eine neue Farbe der Black Bay. Es wurde lange gemunkelt, was so rauskommt. Viele haben gesagt, eine Black Bay 58 in Blau und die das gesagt haben, haben recht behalten. Ich habe damals in meinem Video gesagt, dass ich eine Black Bay 58 in Blau nicht so schön fände, weil sie den Vintage-Charakter der Uhr ein bisschen wegnimmt und ein bisschen in das Moderne holt. Und ich finde, diese Uhr lebt Vintage. Jetzt, nachdem ich diese Uhr einfach mal ein paar Mal getragen habe und wirklich in echt in der Hand hatte, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich habe mich geirrt. Ich finde die Uhr wirklich schön. Und jetzt würde ich vorschlagen, wir hören einfach mal auf mit der Geschichtsstunde und gehen über zur Uhr. Aber bevor ich das mache, möchte ich euch einfach mal fragen, wie kauft ihr denn eure Uhren? Geht ihr zum Konzessionär oder kauft ihr nur grau, also nur gebraucht? Kauft ihr da eher im Ladenlokal oder online? Habt ihr schon mal online gekauft? Und da kommt der Sponsor dieses Videos ins Spiel und das ist nämlich Chronext. Chronext ist der wahrscheinlich größte Online-Händler für Uhren oder einer der allgemein größten Uhrenhändler, die es so gibt. Chronext hat so viele verschiedene Uhren im Inventar, von Rolex über Tudor, über Omega, Jaeger-LeCoultre, Patek Philippe, alles, was ihr euch vorstellen könnt, könnt ihr praktisch bei Chronext kaufen. Und das Wichtige bei Chronext ist eben diese Seriosität, weil normalerweise sind Online-Käufe immer so ein bisschen riskant, aber bei Chronext könnt ihr euch sicher sein, die Uhr ist echt und die Uhr ist geprüft und zertifiziert, weil Chronext nämlich ihre eigenen Uhrmacher hat und mehrere Filialen über verschiedene Länder auf der Welt hat.
Und da könnt ihr sicher sein, wenn ihr eine Uhr bei Chronex kauft, dass das Ding echt ist, dass das Ding funktioniert und dass das Ding in einem super Zustand ist und so ist, wie ihr es euch erwartet. Mit dem Code TheWristGuy bekommt ihr übrigens beim Kauf einer Uhr bei Chronex einen gewissen Rabatt. Ich bekomme damit einen kleinen Kickback, also ihr unterstützt damit direkt den Kanal, damit ich euch besseren Content liefern kann. Und ich möchte mich auch vielmals bei Chronex bedanken, dass sie mir alle möglichen coolen Uhren auch zur Verfügung stellen, damit ich sie für euch filmen kann. Alle weiteren Infos findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und jetzt gehen wir aber zur Uhr selber. Das, was bei dieser Uhr einfach so gut funktioniert und das, was auch diese Uhr so begehrenswert macht, sind einfach die Proportionen. Diese Uhr vereint alle Traumproportionen, die man sich eigentlich von der Uhr wünscht, meiner Meinung nach. Wir haben eine Gehäusegröße von 39 mm und einen Bandanstoß von 20 mm. Ich finde, das sind einfach wunderschöne Proportionen und dieselben Proportionen, die auch Rolex zum Beispiel früher in ihrer Submariner hatte. Und dadurch wirkt die Uhr einfach sehr, sehr stimmig und trägt sich wunderschön am Arm. Das Gehäuse erinnert vom Design her stark an natürlich alte Rolex-Modelle, aber auch nicht so extrem, die ist schon sehr, sehr selbstständig. Die Bandanstöße sind schön ins Gehäuse integriert, die Oberseite ist satiniert, die Seiten sind poliert und das Schöne ist, wo sich die beiden Kanten treffen, habt ihr eine schöne anglierte Seite. Das erinnert an alte Vintage-Modelle, das hatte zum Beispiel Rolex früher und das ist halt so ein bisschen etwas, was du heutzutage nicht mehr so wirklich bekommst bei Uhren. Gepaart ist das Gehäuse mit einer Krone, die keine Kronenschützer hat, das unterstreicht nochmal den Vintage-Charakter der Uhr und die Krone ist relativ groß, also hätte man jetzt früher als Big Crown bezeichnet. Die Lünette ist aus Aluminium und hat ein schönes Navy-Blau, hat eine Leuchtperle auf 12 Uhr und ist natürlich beschrieben mit 10, 20, 30 und ist einseitig drehbar und verfügt über 60 Klicks, also dreht sich ein bisschen gröber als jetzt zum Beispiel eine Submariner. Dabei ist der Ton von der Lünette relativ satt, die fühlt sich sehr, sehr gut an, hört einfach mal hin. Es hört sich nicht so fein an wie bei einer Sub, aber es ist sehr, sehr satt und sehr, sehr qualitativ. Ein Kritikpunkt an der Lünette wäre aber, dass sie nicht so einfach zu greifen ist, da die Uhr relativ flach ist und die Lünette eine sehr, sehr feine Riffelung hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass man die mit nassen Fingern oder mit Handschuhen im Zweifel nicht unbedingt sehr gut drehen kann. Das Ziffernblatt der Uhr ist jetzt eben dieses neue marineblaue Ziffernblatt. Es ist matt gehalten, die Indizes sind in Weißgold umrandet, die Zeiger sind auch aus Weißgold und sind Snowflake-Zeiger. Der Sekundenzeiger ist übrigens auch ein sogenannter Snowflake-Zeiger. Es steht gar nicht so viel Text am Blatt. Wir haben auf 12 Uhr oben Tudor stehen mit dem Schildlogo, leider nicht das alte Rosenlogo, aber das ist auch cool. Und dann 200 Meter Chronometer Officially Certified. Dabei verfügt das Ziffernblatt über ziemlich viel Leuchtmasse. Die Uhr verfügt über kein Datum, es ist ein Dreizeiger, das unterstreicht nochmal den Vintage-Charakter der Uhr. Ich finde, dadurch ist die Uhr deutlich praktischer im Gebrauch zumindest, weil ihr müsst euch keine Gedanken machen, okay, wann tue ich jetzt das Datum wechseln oder nicht, kann ich das Werk kaputt machen, bla bla bla, da müsst ihr nicht mehr dran denken, ihr könnt die Uhrzeit einfach in jede beliebige Richtung einstellen, wie es euch angenehm ist. Macht die Uhr, finde ich, ein bisschen, ja, einfacher zu bedienen. Die Uhr ist chronometerzertifiziert und verfügt über ein Inhouse-Werk, das ist das Tudor MT 5402-Werk. Das hat Tudor extra neu entwickelt für die Black Bay 58, also es ist nicht einfach nur dasselbe Werk wie die alte hatte, sondern es ist ein neu entwickeltes Werk, es ist deutlich dünner. Und ich denke, das deutet darauf hin, dass Tudor einfach mit dieser 58-Linie mehr machen will als einfach nur diese Uhr, sondern da soll hoffentlich später auch mal eine Variante mit Datum kommen und ich hoffe auch mal eine GMT-Variante, dann hole ich mir die Uhr aber auf jeden Fall. Sonst gibt es nicht viel über das Werk eigentlich zu sagen. Ihr könnt es nicht sehen, weil die Uhr einen geschlossenen Gehäusedeckel hat. Das unterstreicht auch nochmal den Vintage-Charakter und passt auch viel besser zu so einer Uhr, finde ich. Das Band ist einfach richtig, richtig schön gemacht. Es ist komplett satiniert, wie es sich für eine Vintage-Uhr gehört. Und ich finde, das Nette ist, es hat so Nieten an der Seite. Natürlich sind die Nieten fake, das sind keine echten Nieten, aber das unterstreicht nochmal richtig diesen Vintage-Charakter der Uhr und ich finde einfach das schön, ich finde es verspielt, ich finde, es gibt der Uhr einfach so einen gewissen Charakter und auch so eine Eigenschaft, die ihr sonst halt woanders nicht bekommt. Sonst aber fühlt sich das Band an wie ein typisches Oyster-Band von Rolex. Es ist im Prinzip dasselbe Band, nur ein Ticken anders verarbeitet und ein bisschen andere Details. Die Schließe ist jetzt da, wo sich die Geister scheiden. Die ist sehr schön gemacht, sie sieht gut aus, es ist nicht diese Klischee-Fallschließe, wie man sie halt sonst auch von einer Seiko kennt zum Beispiel, also da ist schon ein eigenes Design dahinter. Es ist aber nicht so geil engineert wie bei einer Rolex, aber es ist auch nicht schlecht gemacht, also ihr habt zum Beispiel so Keramikteile in der Schließe, das heißt, ihr werdet einfach nicht so schnell einen Verschleiß haben, aber schade ist, dass die Uhr nicht wirklich Mikro-Einstellmöglichkeiten habt, also ihr habt nur diese 3 Pins hier an der Seite und das war's, also ihr habt keine Taucherverlängerung oder irgendwie sowas, das nimmt der Uhr ein bisschen die Authentizität weg, finde ich.
Aber okay, es ist jetzt keine Uhr, mit der ich auch tatsächlich wirklich tief tauchen gehen würde. Es ist eher so eine schöne Urlaubsuhr. Und da finde ich, brilliert diese Uhr einfach richtig. Weil am Arm ist sie verdammt bequem. Sie hat eine sehr, sehr schöne Größe. Sie ist nicht zu groß und auf keinen Fall zu klein. Und sie hat genau diese Größe, dass du willst, dass man sie sieht. Aber sie schaut jetzt nicht komisch aus, sie sieht nicht zu viel aus. Du bist mit ihr super gekleidet, sie passt zum Anzug, nicht unbedingt, sie passt zum etwas eleganteren Outfit, sie passt aber auch zu Shorts, zum T-Shirt, sie passt ins Wasser, sie passt ins Restaurant. Also sie ist wirklich extrem flexibel und durch das Blau hat die Uhr ja schon ein bisschen an Vintage-Charakter verloren im Vergleich zur anderen schwarzen Variante, die auch viel Gilt am Ziffernblatt hat, also goldfarbene Schriften und Elemente. Aber dadurch wirkt die Uhr ein bisschen kühler, ein bisschen moderner und auch vielleicht ein Ticken eleganter, als es die andere war. Die andere wirkt tooliger, die wirkt ein bisschen eleganter. Ihr seht jetzt hier auch am Arm, sieht einfach wirklich toll aus, die Uhr, und sie gefällt mir einfach unfassbar gut. Die Uhr hat einen Listenpreis von 3.460 € am Stahlband. Aktuell ist es aber nicht unbedingt leicht, sie zur Liste zu bekommen. Da müsst ihr euch dann auf die Warteliste setzen lassen, ein bisschen anstellen und so weiter. Wenn ihr wollt, gibt es die Uhr bei Chronex auch zu kaufen, da kostet sie 4.180 €, da ist sie ein bisschen herabgesetzt worden, ist ganz klar über Liste, dafür bekommt ihr die Uhr dort sofort, ist auch ungetragen, ist verklebt und so weiter. Und wie ich schon gesagt habe, mit dem Code TheWristGuy bekommt ihr ein bisschen Discount und ich bekomme einen kleinen Kickback, also ihr unterstützt damit auch direkt den Kanal. Sonst gibt es nicht so viel über die Uhr zu sagen, um ehrlich zu sein. Es ist eine wunderschöne Alltagsuhr, die ihr immer tragen könnt, die euch praktisch nie im Stich lasst, die einen gewissen Orologieaspekt hat durch das Manufakturwerk, aber auch gediegen ist, und ich denke, die Tudor Black Bay 58 ist eigentlich konkurrenzlos, weil es gibt keine Uhr zu diesem Preis, die eine ähnliche Optik bietet, die eine ähnliche Flexibilität bietet, die ein ähnliches Werk bietet, die eben vergleichbar wäre. Deswegen bin ich ein absoluter Fan dieser Uhr und kann sie auf jeden Fall empfehlen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr lasst mir ein paar Likes da, ein paar Abos da. Wir haben bald die 12.000 Abos, das heißt, wir haben bald die 15, das heißt, wir haben bald 20. Und wenn wir 20.000 Abos haben, Leute, dann haben wir praktisch schon 1 Million. Also nicht mehr lang, dann haben wir die Millionen. Hashtag Road to a Million. Und wenn ihr wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram. Da seid ihr auf jeden Fall up to date, weil so tägliche News, wenn ich eine neue Uhr bekomme, wenn ich gerade am Filmen bin und so weiter, poste ich immer auf Instagram. Also folgt mir da auf jeden Fall bei @TheWristGuy. Ich würde mich auf jeden Fall über einen Follow freuen. Es wird übrigens dieses Jahr auch ein Gewinnspiel geben, exklusiv auf Instagram. Also seid da auf jeden Fall gespannt. So Leute, wir sehen uns dann nächsten Mittwoch. Bis dann. Ciao, ciao.